Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute möchte ich Sie zum dritten und letzten Teil dieser Serie begrüßen. Die Kelten und die Römer haben wir uns schon angesehen. Nun ist es an der Zeit, die Germanen in die Schlacht zu werfen. Diese drei Völker prägten das heutige Europa enorm. Die Kelten, die beeinflussten zahlreiche Regionen Europas durch Handel, Geldwirtschaft, Sprache, Musik und Kunst. Die Römer legten auch militärische Disziplin, Rechtssystem und Städtebau drauf. Und die Germanen setzten durch die Gründung des fränkischen und angelsächsischen Reiches die Grundlage vieler heutiger europäischer Nationen. Die Sprachen Deutsch, Englisch, Niederländisch, Skandinavisch gehen alle auf die alte Sprache der Germanen zurück. Diese drei Völker hatten intensiv miteinander Kontakt. Die haben sich's anständig miteinander gegeben, aber das wissen Sie selbstverständlich. Ja? Etwa 400 vor Christus fielen die Kelten in Rom ein und verließen diese Stadt erst wieder, nachdem ihnen Lösegeld bezahlt wurde. Etwa 400 Jahre später aber waren fast alle keltischen Stämme von den Römern besiegt gewesen. Aufpassen! Bis auf ein kleines gallisches Dorf, in welchem Asterix, Obelix und Idefix lebten. Das dürfen wir niemals vergessen, ja. Etwa 100 Jahre davor begannen die mächtigen Römer sich das erste Mal mit den Germanen anzulegen und wüteten in deren Siedlungsgebieten, und das nicht zu wenig. Und etwa 500 Jahre später fielen die Germanen in das zu dieser Zeit schon sehr stark geschwächte Rom ein und versetzten diesem ehemals übermächtigen Imperium den letzten Todesstoß. Doch auch die Kelten und die Germanen hatten viel miteinander zu tun. Waren die Kelten vor Christi Geburt den Germanen technologisch und kulturell überlegen? Sie hatten größere Städte, sogenannte Oppida, kannten den Münzhandel und waren weit besser organisiert. Wurden sie durch die Expansion der Germanen von Skandinavien aus in Richtung Süden langsam verdrängt oder assimiliert. Es kam zu kulturellem Austausch, aber auch zu Schlachten zwischen Kelten und Germanen. Doch zu dieser Zeit hatten die Kelten durch Einwirken der Römer schon viel ihrer Macht verloren gehabt und zogen sich somit zurück. Die Germanen übernahmen dennoch viele keltische Bräuche, Wörter und kulturelle Elemente und waren zu dieser Zeit nur sehr schwer als Volk von den Kelten zu unterscheiden. Doch nun zum eigentlichen Thema dieses Videos, zu den Hunden. Und selbstverständlich hatten die Germanen Hunde, und was für welche sie hatten. Ja. Und diese wurden ähnlich gehalten und angesehen wie diejenigen der Kelten. Auch bei den Germanen waren Hunde treue Begleiter, Jäger, Krieger und in manchen Fällen auch Statussymbole. Berichte von Römern wie Tacitus sprechen davon, dass Hunde bei den Germanen als Helfer bei verschiedenen Aufgaben hoch geschätzt wurden. Aber auch von höchster emotionaler Bindung der Germanen zu ihren Hunden wird in diesen Berichten gesprochen. Ausgrabungen bestätigten, dass bei vielen Germanen der Hund des Verstorbenen geopfert im Grab beigelegt wurde. Nun, damals glaubte man, dass der Hund dafür sorgen würde, dass der Krieger von ihm sicher ins Jenseits begleitet wird. Ja, auch in der germanischen Mythologie spielten Hunde eine große Rolle. Garm, der Höllenhund, der das Tor zur Unterwelt bewacht, oder die beiden wölfischen Schurken Geri und Freki, permanent und stets an der Seite Odins, welche in Valhalla immer sein Essen wegfressen, während er sich damit begnügt, Wein zu trinken. Ja. Die Germanen hatten Jagdhunde, Herdenschutzhunde, Wach- und Kriegshunde. Allerdings zeigten DNA-Analysen, dass die Hunde der Germanen genetisch den heutigen Schäferhundetypen, den heutigen spitzartigen Hunden am nächsten waren. Ja. Aber es wurden auch germanische Hundeskelette bei Grabungen gefunden, welche doggenartige Hunde an den Tag legten. Doch ergaben Untersuchungen, dass dieser doggenartige Hundetyp der Germanen erst ab dem 3. Jahrhundert nach Christi zum Vorschein kam. Weshalb? Nun, heute geht man davon aus, dass es sich hierbei um Kreuzungen germanischer Hunde mit erbeuteten
römischen Kriegshunden handelte. Ja. Man kann sich vorstellen, dass römische Legionärshunde in den Schlachten zwischen den Germanen und Römern, welche ja nicht zu wenig in diesen 500 Jahren Krieg vorkamen, als Überlebende verstört umherlaufend in den Wäldern Germaniens Anschluss zu Menschen suchten und auf diese Weise in germanischen Siedlungen ankamen, wo sie selbstverständlich als etwas ganz Besonderes galten. Und wahrscheinlich dort jeder wollte, dass dieser Hund seine Gene an die dort lebenden germanischen Hunde weitergibt. Vorfahren des Rottweilers oder der Sennenhunde oder Bernhardiner, Leonberger, man kann davon ausgehen. Ja. Schauen Sie, als Beispiel für derartige Vorkommnisse könnte die Schlacht im Teutoburger Wald 9 nach Christus gelten. Sie wissen schon, dieses Gemetzel, in welchem Arminius mit seinen Germanen die 3 römischen Legionen des Varus vernichtete. 20.000 Legionäre, welche in einem etwa 15 Kilometer langen Tross durch den Wald marschierten. Etwa 5.000 Tiere begleiteten diese 3 Varuslegionen dabei. Heute geht man davon aus, dass eine römische Legion, bestehend aus etwa 6.000 Soldaten, von bis zu 50 Kriegshunden begleitet wurde. Also 100 bis 150 römische Hunde des Typen Canis Pugnax, welche hier auf die Germanen krachten in dieser Schlacht. Ohne Zweifel überlebten einige von diesen Hunden und mit Sicherheit war es den Germanen auch möglich, den einen oder anderen von ihnen mit mehr oder weniger Aufwand mitzunehmen. Schauen Sie, das ist nicht belegt, aber sehr wahrscheinlich, dass das so vorgekommen ist. Ja? Man darf annehmen, dass die Jagdhunde der Germanen ursprünglich wolfsähnliche Schäferhundetypen waren, also sehr ähnlich zu heutigen deutschen Schäferhunden oder Elchhunden, ja, welche die Jäger beim Erlegen von Rotwild oder Wildschwein unterstützten. Und ganz ähnlich wird das auch mit den Hunden ausgesehen haben, welche das Vieh der Germanen hüteten. Man weiß aber auch, dass dieses Volk schon vor den doggenartigen Typen ab dem 3. Jahrhundert große, starke, sehr wehrhafte Hunde besaß. Von solchen Hunden wissen wir von Aufzeichnungen einer Schlacht im heutigen Nordwestjütland, im heutigen Dänemark, in welcher die Römer den germanischen Stamm der Kimbern 108 vor Christi besiegt haben. Ähnlich wie bei den Kelten wird auch hier von starken, großen Hunden berichtet, die das angegriffene Lager noch lange gegen die Römer verteidigten, obwohl ihre Herren schon besiegt oder geflüchtet waren. Hundezucht im modernen Sinne, die gab es bei den alten Germanen natürlich noch nicht. Die Hunde wurden nach Leistung und Verhalten ausgewählt. Der beste Rüde durfte sich mit der fleißigsten Hündin paaren. Ziel war ein fähiger Hund, kein schöner. Laut Niederschriften lebten die germanischen Hunde meist draußen in oder um die Höfe. Mit Sicherheit aber waren sie aufgrund der Umstände weit mehr in den Alltag der Germanen integriert, als es im Vergleich dazu die römischen Hunde bei den Römern waren. Sie wurden ähnlich geschätzt und gehalten wie die Hunde der Kelten und ebenfalls aus dem Alltag der Germanen nicht wegzudenken. Ja, liebe Zuseher, die Kelten, die Römer und die Germanen. 3 Kulturen, welche bis heute tiefste Spuren im modernen Europa und der ganzen Welt hinterlassen haben. Auch hundetechnisch, denn in den meisten heutigen Hunderassen finden Sie irgendwo im Stammbaum einen Hund, der diesen Völkern entspringt. Ganz sicher. Wenn Sie es auf eine Hunderasse abgesehen haben, welche Sie an die Hunde der alten Germanen erinnern soll, dann kommen Sie mit Sicherheit nicht am deutschen Schäferhund in all seinen Variationen, in welchen er existiert, vorbei. Ganz sicher nicht. Auch die Elchhunde zeigen hier sehr stark auf. Harzer Fuchs oder ähnliche alte Hüte- oder Schäferhundetypen fallen in diese Kategorie hinein. Und der germanische Bärenhund, den lassen wir gerade so gelten. Der germanische Bärenhund, eine
heute nicht offiziell anerkannte Hunderasse, relativ jung, entstammt ja einer Zufallsverpaarung eines Bernardiners mit einem weißen Herdenschutzhund. Und dennoch können wir heute davon ausgehen, dass die antiken Germanen Hunde besaßen, welche dem heutigen germanischen Bärenhund ähnelten. Also, ja, den lassen wir gelten. Und ich sage Ihnen noch was. Selbst mein Hund Vito würde als solch germanischer Lagerhund durchgehen. Ganz sicher. Schauen Sie, wir wissen nichts von ihm. Gerade mal, dass seine Eltern auf der Straße lebten. Ja? Aber es besteht ja die Möglichkeit, dass die erst kürzlich aus den Tiefen des Teutoburger Waldes entsprungen sind. Wer weiß, ja, benehmen tut er sich manchmal wie solch ein Lagerhund eines antiken Volkes. Ja? Weiß man nicht. Ja. Liebe Zuseher, das war's mit diesem Dreiteiler. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen kleinen Einblick in die europäische Hundevergangenheit antiker europäischer Völker gewähren. Interessante Geschichte, und ich hegte schon den Gedanken, ein Video zu bringen über die Rolle der Hunde im Mittelalter. Aber fürs Erste war's das mal. Ich kann Ihnen noch etwas sagen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, obwohl jetzt für nächste Zeit mal nur ein Video pro Woche von mir präsentiert wird. Aber ja, weshalb das so ist, habe ich beim letzten Video schon erklärt. Dennoch. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage, das war's schon wieder.